Mein Vater guckt sich regelmäßig Resident Advisor an, der kann mir sagen, wo ich meinen nächsten Termin habe. Wenn ich es mal vergessen sollte, dann frage ich einfach ihn. Das ist natürlich auch cool. Auf seiner Arbeit hat er auch so junge Leute gehabt, die das Berghain kannten und dann hat er gesagt, naja, mein Sohn ist der Resident. Na, der ist Signaltechniker gewesen in der Hamburger Hafenbank. Und ich komme ja nicht aus Hamburg oder Berlin, aus Schwedt an der Oder. Und sind dann Anfang der 90er alle darüber gezogen, als Familie, weil es keine Arbeit mehr gab. Und dann wieder neu angefangen. Dann auch gut ab meinen Eltern. Aber ich habe es nicht lange ausgehalten, 4 Monate. Dann bin ich wieder zurück nach Berlin. Ja. Ich bin Mess- und Regelungstechniker, gelernter, bin studierter Ingenieur. Und ja, das siehst du natürlich immer, ich sollte mir einen richtigen Job suchen. Ne? Und ja, als Künstler muss man ja eben zusehen, dann legt man von der Hand in den Mund und dann ist es manchmal nicht so einfach. Aber dann ist das Leben so. Ja. Es ist trotzdem so, dass es viel Musik gibt, die eher total langweilig ist für mich. Ja, wo ich dann denke, okay, mag in so einem Raum wie Berghain funktionieren und mag auch ihre Berechtigung haben, aber nur solche Musik zu hören oder hören zu wollen, denke ich so, nee, also da gibt es viel mehr Zustände. Dann auf einmal, da ist ja noch mehr da drin. Und dann fängt man an, so andere Körperteile zu bewegen. Und das fand ich total super. Vor ein paar Jahren mal habe ich auf einem Festival gespielt. Wir mussten ziemlich lange laufen von dem Punkt, wo uns das Taxi abgesetzt hatte, bis zu unserem Zelt. Und mein Kollege hatte dann so ein kleines Täschchen mit. Er hatte nur Files gespielt vom USB-Stick und hat so ein paar Backup-CDs dann mitgehabt. Oh, that looks smart. Und ich hatte 2 Taschen mit Platten und musste dann laufen. Ja? Dann ich so, okay. Aber nichts gegen die Platten. Nur letztes Jahr war bei mir so ein Bruch, wo ich zum ersten Mal dann auch tatsächlich ohne Platten losgegangen bin. Das war ganz komisch. Ich komme mir jetzt noch komisch vor dabei. Auch in Leipzig war ich ohne, weil ich konnte jetzt nicht noch ein Set zusammensuchen bei dem ganzen Stress, den ich hatte mit dem Live-Set. Und ich mir dachte, alles klar, Stick ran und dann ist gut. Letztendlich zählt, was an Musik da rauskommt, was der DJ in der Lage ist zu tun damit. Ja? Und der Grund war, dann mit dem Stick loszugehen, dass ich letztes Jahr ganz oft Platten mitgeschleppt habe und ich konnte die nicht spielen, weil die technischen Gegebenheiten einfach nicht. Wenn ich das mal ausbauen darf, für mich 2 Aspekte. Einmal die Technik. Das eine Mal habe ich angefangen, Soundcheck war nicht möglich, weil der Flug so kurz dran war. Ich bin dann angekommen, habe was getrunken und habe dann sofort angefangen, eine Platte gespielt. Wollte die nächste Platte spielen, da war der Tonarm im Eimer, Stick raus. Musste ja reagieren. Ja. Und dann habe ich die ganze Zeit, wusste ich, okay, das kann ich nicht benutzen, ich kann nicht mit den Platten spielen. Den Stick gespielt und am Ende nochmal eine Platte gespielt. So. Und in manchen Liedern war so viel Feedback, dass es überhaupt nicht ging. Dann ist es oft so, dass die Plattenspieler extra noch irgendwo hergemietet werden müssen. Dann gibt es auch nicht mehr so viele, die wirklich noch 1A-Plattenspieler haben. Dann sind auch viele junge Techniker oder Promoter sind überhaupt gar nicht mehr in der Lage zu wissen, was das überhaupt bedeutet, so ein Plattenspieler. Dann habe ich irgendwo mal gesehen, dass da so ein Plattenspieler stand ohne Deckel und der andere stand da drauf. Ich komme so hinter, sehe das so. Naja, Jungs, braucht ihr mir jetzt nicht dahin stellen. Dann spiele ich mit dem Stick, dann braucht ihr das nicht machen. Ja, wenn die so behandelt werden. Dann geht es einfach nicht. Das ist der technische Aspekt erstmal und der andere, der klangliche. Es gibt schon einen Unterschied. Die digitalen Files sind viel direkter. Dadurch, dass die so, würde ich mir jetzt so erklären, dass die so hoch komprimiert sind, haben die auch ist die Lautheit einfach höher. Die sind besser wahrnehmbar auf der Tanzfläche. Wenn man jetzt zum Beispiel ein schwaches Soundsystem hat, ja, dann ist es besser, digital zu spielen. Da kann man mehr fürs Publikum rausholen oder mehr als Eindruck, als wenn man jetzt die Platten spielen würde. Ja. Da sinkt es so ein bisschen ab. Und auch der dritte Aspekt wäre, dass die DJs, die vor einem digital spielen und dann beim LNDTs schon die Gains aufgerissen haben, ja, hast du gar keine Chance mehr mit der Platte ranzukommen. Also gerade beim LNDT, der so weit verbreitet ist, kommst du pegelmäßig überhaupt nicht mehr ran. Ja. Bei anderen Mixern ist es anders, bei dem Formula Sound, bei dem neuen, das hat richtig Spaß gemacht, da wieder Platten zu spielen, weil die einen ordentlichen Vorverstärker drin haben und ordentlich Schmackes haben dann, die Kanalzüge, die dann
die Platten darstellen und dann kann man wieder CD und Platte besser mischen. Und ich mache das so, wenn ich im Berghain spiele, bei den Langsets mache ich oft beides und ich mache dann Sequenzen. Techno war ja schon mehrmals tot. Ja. Tot gesagt. Auch für dich? Nee. Nee, es war so, wann war das? 92, 93? 93 vielleicht? Ja. Ja. Da war so ein kleines Loch. Aber dann kam das irgendwie wieder zurück. Und, also eigentlich ist Techno für mich so eine universelle Sprache. Ja, wo ich mein ganzes Leben über, wenn ich irgendwo anders war, durch die Musik Leute kennengelernt habe. Also in dem Plattenladen zum Beispiel, das war mein erster Anlaufpunkt. Und dann wusste ich, aha, wenn eine bestimmte Art von Musik da ist, komme ich mit denen gut klar, weil man so die gleiche Sprache spricht irgendwie, als Universalsprache. Der gleiche Musikgeschmack heißt irgendwie auch, ja, man ist so ähnlich drauf. Ein Laden, der nur Trance-Musik verkauft oder Goa oder sowas, dann weiß ich, mit den Leuten kann ich eher nicht so viel anfangen. Ja, die haben dann ihren Bereich und da gibt es Leute, mit denen die dann klarkommen, aber bei mir war das nicht anders. Und die Musik, also entweder Stücke oder beim Auflegen oder so, da hat man schon so eine gemeinsame Basis gehabt, die man gar nicht erst erläutern musste, sondern dann ging es gleich schon los. Und so war für mich das immer eine universelle Sprache. Jetzt aber ist es ein bisschen so Techno. Ich erlebe Techno dann in der Welt auch wieder als so eine eher universelle Sprache, dass viele diese Energien auch schätzen, die dadurch rumkommen. Und das verstehen, was man damit machen will. Als DJ spreche ich ja auch zum Publikum mit meiner Musik. So, ne? Und kommen da an und die verstehen mich. So. Und das erlebe ich auch, dass diese Energie, die dann durch die Musik transportiert wird, dass die auch dann dort ist und auch so eine gewisse Geisteshaltung hervorbringt oder die schon da ist und die einfach zusammengebracht wird bei so einer Party. Ne? Allerdings so als kleiner Wermutstropfen ist es ja auch driftet es teilweise in so eine Belanglosigkeit ab. Also dass dieses weltumspannende Gefühl dann eher so durch den Konsum so abgewertet wird. Durch den Konsum von der Musik. Ja, also nicht mehr so, dass es so ist, du kommst dahin, die sprechen ja die gleiche Sprache, ja, und es ist toll, diese Leute kennenzulernen, sondern man kommt dann so hin, so ein bisschen abgeklärter alles. Das ist, die hören jetzt auch Techno, okay. Mit der Musik beschäftige mich schon seit 30 Jahren circa. Ja. Bin quasi auch schon DJ seit 30 Jahren, nur vor der Wende mit Kassetten, weil es im Osten ja keine Platten gab. Musste ich mich auch durchbeißen. Ich habe dann im Radio mal aufgenommen, zum Glück konnte ich immer hier Westberliner Radio empfangen. Ja. Monika Dietl habe ich ganz oft gehört oder irgendwelche Chartsendungen. Und dann in den meisten Privatpartys, Schulpartys oder sowas, musste ich dann mit meinen Listen eben zusehen, dass die Leute tanzen. Die hatten natürlich auch ihre Vorstellungen. Ich hatte meine Vorstellungen, die sich nicht ganz immer getroffen haben. Und so war es natürlich gut, dann auch die Möglichkeit zu haben, genau die Musik spielen zu können, die ich spielen wollte oder die ich auch erleben wollte. Ja, also nach der Wende bin ich auch sofort in die Clubs dann gegangen. Dann 1990 mein erstes Techno-Erlebnis gehabt bei DJ Rocky, hieß er damals noch, Rock. Es war der Hammer, im Mofo. Und was ich dann noch sagen wollte, dann sind die Leute, die jetzt weggehen, die sind ja eigentlich alle schon ziemlich alt. Ich war damals mit 17 das erste Mal in West-Berlin, dann im Technoladen. Und war ziemlich jung dann, glaube ich, für jetzige Verhältnisse. Das heißt, man fängt dann so erst so ab 20, so unter 20, glaube ich, geht das nicht so. Und viele der jungen Leute, die sind einfach so, die leben auch diesen modernen Stil, die machen dann irgendeine Büroarbeit, um das jetzt mal so zu umschreiben.
die man durchaus auch auf einem anderen Kontinent machen könnte. Was ich auch in Korea vorletztes Jahr habe ich auch Leute getroffen, die kamen aus Deutschland. Ach naja, wir sind hier mal ein paar Monate und dann gehen wir noch nach Singapur und so. Und ich mache so im IT-Bereich was, aber ich kann das vom Rechner aus machen, das ist egal, wo ich sitze. Ja. Da habe ich auch von anderen Sachen schon gehört, dass dann jemand in Indonesien das halbe Jahr wohnt und dann programmiert, also arbeitet, sein Geld bekommt und dann schön dort leben kann. Also warum nicht? Ja. Und da gibt es ganz viele Leute, die dann, die Welt ist ja offen geworden, ne? Und offener, die jungen Leute bereisen ganz viel die ganze Welt und leben auch teilweise für eine begrenzte Zeit dann in einem anderen Kontinent, in einem anderen Land und so weiter. Und das fällt mir dann natürlich auf, dass dieser Austausch viel mehr stattfindet und dass das Publikum viel internationaler geworden ist. Ja? Das, vorher in Berlin im UFO zum Beispiel war das auch international, aber da waren das eher wie soll ich es beschreiben, die Paradiesvögel, die ein bisschen was Besonderes waren, die sich dann zusammengefunden haben dort, weil es eben auch eine kleine Gemeinschaft war. Ja, jetzt ist es alles ein bisschen populärer geworden und dann sind natürlich auch die Massen, die dann dahin kommen, die jetzt nicht mehr so eigenständig sind, ja, nicht mehr so szenemäßig sind, sondern einfach, die wollen feiern gehen. So, ne? Arbeiten. In der Mitte angekommen. Genau. Ja. So, und das ist einfach das auch, was man dann sieht auf der Tanzfläche.